Hallo, jetzt willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge von The Outer Worlds und ganz kurz zeigen, ja, wir haben ein bisschen was abgelegt ins Schiff erstmal und haben schon wieder was Neues geklaut gehabt hier hinten, deswegen ist schon wieder was voll. Aber egal. Trotzdem haben wir jetzt erstmal gut was abgelegt und haben erstmal die Taschen wieder frei, ne? Für den ganzen Schabernack, den wir jetzt so treiben wollen. Und mal sehen, was es denn für Schabernack gibt, den man so treiben kann. Mein augenscheinlich gibt es hier hinten keinen Schabernack. Gibt nicht mal geschabten Nacken, so wie es aussieht. Nichts. Da kann man gar nichts machen. Nix ist nicht viel. Was ich mir jetzt noch frage, wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit diesen Eingang zu den Schmugglern gefunden. Bei der zerstörten Brücke. Jetzt frage ich mich natürlich, wir haben jetzt von diesem Typen da am Anfang den Schlüssel hier hinten in das Lager bekommen. So, in das da. Kommt da dann dieses Tor raus? Oder kommt das dann nicht raus? Hawthorns Ausweismodul einlegen. Okay, was macht das? Fernlandeprotokoll, Bestätigung von autonomen digitalen Astrogator erhalten, Fernladestatus erfolgreich. Ne, sag bloß. Ach, wie cool. Das ist ja geil. Hätte ich das gewusst? Dass das geht? Auf Ladungsverzeichnisse zugreifen. Nett. Okay. Bei den Ellis dort ein bisschen was gemacht und dann war ich bei meinem Bruder unterwegs. Ziemlich erfolglos war. Aber erst mal wieder rausgekommen. Also auch ganz gut. Nur das klingt doch gut. Gestern bin ich von nachmittags an 12 Stunden meinen Mod-Pflichten nachgekommen. Oha. Heuer war Haushalt, Einkaufen und Versorgung und die von Muttern und nu hier. 12 Stunden Mod-Tätigkeiten. Das ist hart. Das ist hart. Also hoffentlich nicht alleine. Also dass ihr euch ein bisschen reinteilen konntet dann. Oh, das ist hart. Und deinem Bein geht es immer noch nicht besser? Ich drück die Daumen. Trotzdem. Fallbreak Shipping and Receiving. Zielort Anti-Clio Außenposten Nummer 221. Empfänger technische Abteilung. Okay. Das ist ja alles nichts wirklich Interessantes hier. Spacer's Choice. Anfragen Ursprung, UDL Außenposten Nummer 172, Anfragenabteilung Agrarabteilung, Angebot 51.241 Bit. Was flackert hier so? Vorratslieferung, registrierte Vorräte, Rizzo's Purpleberry Bunch, Doc Rockets Schokolastroids, Spacer's Choice Saltuna, CNP New Maple Syrup. Okay. Alles klar. War ein kurzer Stream. Normalerweise wird er bei 12 Stunden erst warm. What the fuck? 14 bis 16 sind durchaus Standard, aber jeweils nur einmal die Woche. Seines Jobs wegen. Ja, okay, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Gut, und dann, ja klar, wenn man jetzt einmal die Woche dann nur streamen kann, ne, und dann sagt man sich gleich, gut, auf geht's. Gib ihm. Ja, okay, kann ich verstehen. Quietly now. Hey. Das kann ich verstehen. Oh.
speichert immer so an so komischen Punkten. I'll keep quiet. Werkbank. Cool. Aber du musst dich trotzdem erstmal die ganze Zeit so konzentrieren können, ne? What do you think you're doing? Nee, also das könnte ich nicht mit. Wir haben ja auch schon 12 Stunden fast gehabt oder so. Easy does it. Also so das ist jetzt nicht unbedingt das riesige Problem, aber puh. Aber die ganze Zeit immer. Aber dann ist der auch zwischendrin, oder? Also die Person. Sagen wir so. Weiß ja nicht, wer es ist. Nicely done. Das ist halt was, da kann ich mich echt noch nicht zu durchringen, ne? Bei Streams oder Aufnahmen zu essen. Das schaffe ich nicht. Ich mag das selber nicht, wenn jemand dann so auch, naja, man muss ja jetzt nicht unbedingt schmatzen, nur weil man was isst, ne? Aber viele machen das ja schon. Ich kann das nicht. Ich drehe da. Also wenn ich das schon höre, drehe ich durch. Da will ich das dann anderen halt auch nicht antun. Also, du bist nur eine Sublight-Mitarbeiterin, na dann eben. So, gibt's hier irgendwas? Nö. Sure. So. Ja. Okay. Coming back. So, wollen wir da zuerst mal zu Reginald gehen? Weil den haben wir ja jetzt gefunden. You'd think folks were pissing in the alleyways as bad as it stinks. Oh, they are. So that puddle I stepped in? So langatmig, was Progress angeht, dann ist ein noch schlimmer Loot-Geier als du. Was? You'd think folks were pissing in the alleyways as bad as it stinks. Oh, they are. So that puddle I stepped in? That wasn't beer. Wie kann man nur so schlimm sein, was Loot angeht? Also echt gar nicht nachvollziehen. So, auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal zu Reginald. Dann haben wir wenigstens die eine Quest schon mal abgeschlossen. Mal sehen, was Reginald dazu sagt. Got it. Inside voices. Okay. Ach, nix dazu.
What do you want? Oh, hey, Vicar Max. What are you doing on Monarch? I thought scienticians ain't welcome here. Haven't you heard? Everyone's welcome here. It's a fucking worker's paradise. But you wouldn't know anything about that, would you? Never worked a day in your miserable life. You're just a parasite, living off my goodwill. Well, guess what? My goodwill's exhausted, along with my temper. Alter, Vikar, was ist denn los? What the frick? Okay, Essen. Bei ihm gibt's Cappuccino und ab und zu mal eine Flasche also Flüssignahrung. Okay. Interessant. Eine Quest von wie viel offenen? Ich glaube 10? 11 vielleicht? Vielleicht sind es auch 12. Weiß ich nicht. Dieser Kerl sieht nicht gerade wie ein Gelehrter aus, Max. Kannst du mir das mal erklären? Beruhigen wir uns erstmal alle. Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier vor sich geht, aber sinnlose Gewalt ist immer nach meinem Geschmack. Bitte nur zu. Nee, was ist hier los? This is the guy who told me about the book while we were in prison. I lied about finding a scholar. But I don't care about any of that anymore. I just want to inflict massive amounts of pain on this guy. Was zum... Nein. Das klingt nach einer guten Idee. Bitte nur zu. Du gibst mir einfach... Was? Du gibst einfach alles auf, woran du jemals geglaubt hast, nur um dich zu rächen? Vielleicht wusste er ja nicht, dass das Buch auf Französisch geschrieben ist. Aber viel wichtiger ist, und das nehme ich ihm wirklich übel, du hast mich angelogen. I couldn't risk you not bringing me here. It sounds like you have things to work out between you. I'll just be on my way. Nee, du bleibst mal da. Would you have brought me all this way just to watch me beat the life out of a greasy ex-convict if I had? Keine Ahnung, aber darauf hättest du es ja ankommen lassen können. Exactly. Feel free to turn away if the sight of blood offends you. Now, where were we? Oh, that's right. I was about to beat you. Severely. Wait! I know who can translate the book for you. It's too late for that. I threw away my life chasing fairy tales. Will punishing you fix any of that? Of course not. Nee. But by law, it will make me feel a whole lot better. Vikar? Nee, nicht mehr Vikar. Max. Pass mal auf, Kollege, ja? Wenn du jetzt so anfängst, gegen halbwegs unschuldige Leute dir deine Waffe zu erheben oder auch nur deine Fäuste, dann gibst du mir deine gesamte Klamotte, die ich dir gegeben habe, und dann verziehst du dich von hier. Verstanden? Okay. Talk, Reggie. It was stolen from some sort of expert on philosophism. Weird hermit lady on Scylla. My father used to deliver supplies to the mining outpost there. Eine verschrobene Einsiedlerin, das klingt ziemlich fadenscheinig. Na also, damit wäre das dann erledigt. It's true. My father collected some extra bits on the side by diverting some of the supplies to the gal. The way he told it, he thought the book looked valuable, so he took it. Couldn't find any buyers when it turned out to not only be French, but banned as well. Fine. We've got more important things to do anyway. Siehste. So geht das. Ohne Gewalt. Don't you point that thing at me. So, also du wolltest ja wissen, wie viele Quests wir haben, ne? 2, 6, 9, 11, 13. Nur 13? Und davon sind aber schon 3 ja erledigt und die müssen wir nur noch abgeben, ja? Also, na? Okay. Gut. Feuer und Flamme für meine Aufgaben.
can we talk? Ja, natürlich. I want to thank you for talking some sense into me back there with Cheney. It has been a long time since I gave in to my violent enthusiasm. Na, wie war's denn im Gefängnis? Oh, exactly as you'd imagine. Can't say I enjoyed the stint. Ja, It dafür did ist es nicht provide me with gedacht. plenty of time to think. The Dafür way ist I es see it, gedacht. the universe was snapping me back to where I needed to be. You stray too far from the course of your destiny, the world will try to correct for it. Wieso hast du gedacht, du musst mich wegen Cheney anlügen? Wichtige Frage. You're right. I owe you an apology. I've been so obsessed for so long, I couldn't see anything else. You offered me a place on your crew, friendship, and I used you to get to Cheney. And even then, you saved me from myself. I don't know if I could live with myself had I gone through with it. You owe me nothing, I know, but I'm begging your forgiveness. Ich verstehe, manchmal sind wir alle von irgendwas besessen. Ich verzeih dir oder okay, ich behalte dich im Auge. Wenn du mich je wieder anlügst, egal weswegen, nimmst du raus. Ja, doch, ich nehme die 2. Thank you. I promise I'll be nothing but truthful from this point forward. Das ist alles, was ich will. Du kannst mir auch sagen, dass du kannst mir auch sagen, dass wir den suchen, damit du dich rächen kannst und sonst irgendwas. Und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Das kriegen wir hin. Das können wir machen. Die Frage ist nur, oder der Punkt ist nur, ich muss es wissen. Ich hasse es, wenn anders mit mir umgegangen wird. So, und jetzt hier Nebenquests. Warte. Also. Radiofreies Monarch, ne? Da sind wir ja dabei. Also wir sind ja auf Monarch gerade. Und das hier ist die andere also es gibt halt immer nur eine Hauptquest pro quasi Hauptspiel oder DLC. Zumindest war es bisher immer so. Das mache ich ja sowieso erst später. Quasi. Also DLCs will ich ja meistens nicht direkt dabei haben. Und hier, wir sind auf Monarch, ne? Und müssen dann weiter hier rüber. Und wir sind gerade hier. Wir sind also quasi von hier runter, zack. Das heißt, wenn wir dann hier rüber gehen und dahin gehen, dann kommen wir dahin. Ist also nicht so, dass es, ne, der Rest sind Nebenquests. Aber sonst, ne? Ja, was soll ich sagen? Ist halt so. Ne? Nebenquests werden einem halt so hinterhergeschmissen. Hauptquests gibt's nur eine. Kann ich ja jetzt auch nichts dafür. Jetzt hat er das echt irgendwie 2 Sekunden vorher mitgekriegt oder was? Gone quiet. What do you think you're doing? So, gut, dann ab zu Catherine erstmal. Mal sehen, was die jetzt zu sagen hat. Give or take, it's a bit hazy. Weise Gäste. Wesley Alexander. You don't look like a smuggler nor a dandy. Catherine sends you back here? On second thought, it's best if I don't know. What's your order? Hast du Glacial Age Whiskey? No, I don't have any... Ugh. If it's only a drink you're after, the full bar's upstairs. This here's the ante up, where you place your bets. Worauf kann ich Wetten abschließen? Tossball, autoloader races, card games, you name it. I ain't picky. And neither is Catherine. We'll both break your legs if you lose, then shirk on paying.
Nelson Mason hat mir einen Gutschein für ein Gratisgetränk im NT abgegeben. This is the Ante Up, all right, but we don't serve drinks. Hate to break it to you, but Nelson Mason's a con man. Ja, das habe ich mir Try gedacht. Yvonne upstairs if you're looking for a swill. Das habe ich mir gedacht, mein Guter. Aber man muss es ja trotzdem probieren, nicht wahr? Schade. Wurfball. Arsch. Wie kannst du mich sehen? Ach so, ja, du guckst ja in meine Richtung. Na gut. So, dann... Ah, da ist die Katharine. Also zur Katharine müssen wir jetzt auch noch. Jetzt alles nix. Hey, I saw that. Es sieht schon ein wenig befremdlich aus, wie du hinter jedem in die Knie gehst, dir seine Backen aus der Nähe betrachtest und dann auch dran rumfummelst. Hey, es gibt hier kein King-Shaming, okay? Das machen wir hier nicht. Hm? Hi. Folks I never met before are my most favorite kind. So, what's your story? Also, es ist wirklich eine seltsame Geschichte. Aber ich bin 70 Jahre lang auf Eis gelegt, durchs Weltall geschwebt. Und dann eines Tages... Na, erstmal nehmen wir nochmal diesen Nelson. Bagged another one, did he? The anti-up's downstairs, and they don't serve drinks. Here, have a pity swill on me. Oh, danke. Also, meine Geschichte ist diese hier. Let me just stop you right there, stranger. My question, it's not one I really want an answer to. Oh, Not unless it accompanies some extra bits. Understand? nee. More than you can afford at this time. Woher willst du das wissen? So, du servierst in dieser Bar schon Getränke, Your oder? eyes do not deceive you. This bar serves the sweetest firewater in all of Fallbrook. I got some snacks on offer too from time to time. Ist das eine Sublight Bar? If you're asking if it's Sublight owned, then yes. If you're asking if we give discounts to Sublight employees, then the answer is not only no, but doubly no. Ms. Malin built the bar, the saloon, and the town to boot. If you got business with Sublight, I suggest you follow up with her. Ich suche Arbeit. Who ain't these days? Everything runs through Ms. Malin here, so you might start with her. Ach, okay, dann gib mal her. Nichts hast du. Gut, das ist ja jetzt nicht viel. Ah, dann gehen wir halt runter. Oh, Katharine! Gotcha. Ich mach mal zu, ne? Das ist überhaupt nicht verdächtig. Und jetzt gehe ich hier hinter dich. Das ist auch überhaupt nicht verdächtig. Das ist alles überhaupt nicht verdächtig. Da hat die nichts dagegen, ne?
Da hat die bestimmt nichts dagegen. Dass wir einfach an ihren Rechner gehen und uns einloggen können und sowas, ne? Das stört die nicht. An L. Hagen. Okay. Meine liebste Nervensäge. Okay. Seit gut einem Monat habe ich nun Vorratslieferungen für einen anonymen Käufer durchgeführt. Die Zahlungen erfolgen vollständig und pünktlich und die Vorräte werden gewissenhaft von der Brücke im Norden von Fallbrook abgeholt. Ich habe den Verdacht, dass wir es möglicherweise mit einem Unternehmen zu tun haben, das illegal auf Monarch Geschäfte betreibt. Die Gelegenheit, dies auszunutzen, ist günstig und ich verspüre den Drang zuzuschlagen. Gib mir jetzt deinen Rat oder schweige für immer. Deinen Liebling unter den Schrottsammlern, Marlin. So, Lily Hagen, was sagt sie dazu? Auftragnehmer unterwegs. Ich hab dir doch gesagt, dass ich keine Geschäftsdetails zu Gesicht bekommen will. Besonders nicht aktenkundig. Wenn es etwas gibt, das ich verflucht nochmal wirklich wissen muss, dann schick einen Kurier. Jemand, den wir beide kennen. Ansonsten kümmere dich selbst darum. Du machst deine Arbeit, ich vertraue deinen Entscheidungen, bla bla bla, Schicht im Schacht. Schick mir etwas Brust, wenn du fertig bist. Im Austausch kriegst du Torpedosaft. Ich habe endlich einen der Ingenieure in der Hand. Ich habe einen neuen Auftragnehmer angeheuert und sie zu dir geschickt. Du kannst sie Alex Hawthorne nennen. Ist nicht der Hawthorne, der früher die Vorblock-Tour gemacht hat, aber mir soll es egal sein und dir sicher auch, oder? Du kannst auf die Lieferung eines Paketes von mir warten. Wenn du es siehst, wirst du wissen, was du tun musst. Wenn du Hilfe bei irgendetwas brauchst, wende dich an die Lieferantin. Aber stell sicher, dass sie das erledigen kann, weswegen sie gekommen ist, wenn du ihre Dienste in Anspruch nimmst. Sag Bescheid, wenn du das nächste Mal zur Groundbreaker kommst. Ich mache Essen, wir betrinken uns zur Bewusstlosigkeit und lästern über unsere Angestellten. Wie zu guten alten Zeiten. Deine Nervensäge. Okay. Na dann. Uh-huh. You blind, little bird? Or can you not see I'm busy? Das ist mir Why is it scheißegal. every sissy pig fucker who strolls into my town expects me to smile and shout awful friendly? Welcome to Fallbrook. Weil es dein verfickter Only Job nugget ist. of paradise in this entire law-forsaken land. Like a void damn advert. Crude but forthright. I admire that. Truthfully spoken, I do aim to properly represent my aforementioned nugget of paradise. Wenn du mit ein kleines Stückchen Paradies eigentlich ein Stückchen Mantikot sagen wolltest, dann ja. Ja, du bist wirklich unglaublich freundlich. You know, I ain't heard that one before. Suppose I'll have to work harder to show you just what makes our town shine. But first, I'll need to know what brings you, stranger. Well, I'm half listening. Der Boss hat mich geschickt, du Hornochse. Funny, you don't look like one of Lilia's. Sure sound the part, though. Good of you to finally haul your ass over here. I wired for backup weeks ago. Got something that's gonna require special extraction from Cascadia. Ach ja, das alte Vitae-Zeug, das Lilia erwähnt hat. Ich habe bei einer Leiche in Stella Bay einen Zugangscode gefunden. Damit bekommen wir vermutlich Zugang zum Extraktionsort. Hier, das machen wir die 2. So you got a brain on them shoulders. Excellent. Makes my life a world easier. To extract the gas, you'll need to siphon it from the lab in Cascadia into one of your ship's fuel tanks. Totally safe. Ja, totally safe. Klar, klar. Soll das ein Witz sein? Hold your thrusters. I ain't even got to the tricky part. To get to the gas, you'll need to navigate through the town, which is overrun by marauders. The lab itself has become an infested nest, crawling with mantis. You gotta fight through or figure out some other way to exterminate them. Maybe the ventilation system?
Unsere Fälscherin Ellie könnte sich bestimmt was einfallen lassen. Interessant. I shall leave the details to you. Now, after you clear the manti nest and reach the storage room, all that's left is to get the gas flowing into the fuel system. The task will require someone with technical skills, or you could force it through with a plasma overload. Don't recommend that option though, unless you want to get dead. Ja, gut, dass wir eine Techniker haben. Parvati wird sich darum kümmern. Genau. Load vapors into a liquid propellant tank? Ja, ja. I think I know how to do that. No, I can do that. I think. Yes. Mostly? Definitely. Dandy. Did I mention the gas is of an extremely volatile nature? Handle it with the utmost of care. Once you've got our goods, take them to the groundbreaker. Lilia's fencers ought to handle the rest of it. I've marked the coordinates for you to the lab in Cascadia. Use the passcode Antediluvian on the terminal to get in. But before you make your run, I could use a heavy helping hand regarding a local issue. For a fine fee, of course. Vielleicht habe ich daran Interesse. Jede Menge NPCs zum Beklauen. Klingt spaßig. Ja, und vor allem, wir dürfen sie vorher umlegen. Das ist ja wirklich traumhaft. Good. This particular matter of opportunity has been eating at me for a while now. There's a Borst factory on up the way, run by a man who calls himself the King. Clive Lundberg, insufferable prick. That aside, it's a business ripe for the plucking. I want it. Clear as that. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Auftrag mit Mord und Chaos einhergeht. Stars, I hope so. Clive Lundberg, the self-proclaimed Borst King of Monarch, is swimming in profit and drowning in his ego. He's making the only meal to be had this side of Monarch, and I'm tired of ponying up for my dinner. I want that Borst factory, owner dead or alive. And you're the soon-to-be handsomely paid fucker who's gonna get it for me. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das machen sollen eigentlich. Bosch, habe ich auch fast gedacht. Wofür habe ich auch fast gedacht? Nee, aber hier geht es bloß um Tumore an Schweinen, die dann irgendwann mal platzen. Und bevor sie platzen, kann man sie abschneiden und dann braten. Und das soll wohl total lecker sein. Würde ich jetzt also nicht unbedingt mit Bosch vergleichen. Guess you've got it figured out then. Good. Hit him where it hurts. And his gut or his production lines ought to make do. Mal angenommen, ich töte Clive einfach. Sometimes the simplest solution is the sweetest. I don't give a whit about the method or the means, just the end. Was, wenn ich entscheide, stattdessen die Fabrik zu sabotieren? Then I'd say you might care to poison the cysty pigs, doctor a few financial records, or throw a wrench in the canning machinery. Okay, gut. It'll be more than good when you're finished. Maybe not for Clive, but for me and you, I'm sure. Oh, and if you don't fancy going in guns blazing or crawling through a sewer pipe, see Duncan in the dry goods and sundry building. He ought to have an employee ID in that stash of illicit goods he keeps for select clientele. May luck be with you, since I won't be. How's Clive? I do hope you gave him my regards. Lass uns mal über was anderes Sure. reden. Sanja meinte, du wüsstest etwas über ein Unternehmen, das heimlich auf Monarch operiert. Might be I know something about it. Might be someone hired my crew to blind drop supplies on the northern bridge. Might be they sure as shit weren't pirates. Now that I consider it, I ain't heard from my delivery team in far too long. Find them for me,
and I'll pay you handsomely. Kann sein, dass ich erkenne, wenn man mir eine Lüge auftischt. Du lässt irgendetwas aus. Na gut, ich kümmere mich. And I'll thank you kindly for it. Ich hätte gern ein Zimmer. I take it you don't have a reservation. No matter. I keep a suite of VIP rooms for visitors of your, let's call it a certain means. Ja. The VIP rooms charge by the night. But for you, I'll make it a one-time fee. Got a feeling you'll make me a fine investment. Ach komm, wir nehmen das mal. Keine Ahnung, was dann passiert. Marvelous. Do take care of the place. Make service more clean after a murder. Das ist... alles klar. Daher weht der Wind mit diesem Haus. Alles klar. I don't think I like Miss Catherine. Not just on account of the swearing, though she swears awful much. Efficient, clever, ruthless. I like her. Wie viele Quests sind es jetzt? Frag lieber nicht. 2, 7, 10, 12, 14. Ey, es ist bloß eine mehr geworden. Aber ja, das ist... Okay, aber das ist noch in Ordnung, weil die Quest ist eigentlich auch schon fertig. Wir waren schon bei dem, wo es hingehört. Ich will bloß so viel wie möglich noch mitnehmen für die Quest. Deswegen... Also wir waren schon in dem Gebäude. Wir wissen, dass es die UDL ist. Und so weiter. Das ist alles schon geklärt, sozusagen. Ach Quatsch, ich glaube ja in die falsche Richtung. So. Having a rough day. I lost a shipment out for delivery. Tja, dann. Come back later. Or better yet, not at all. I say. So, zack. All that hours of life is dead. Oh, that's just Miss Malin working on some fella who can't pay his debt. So noted. My accounts will be Ach so, das ist ja alles unseres. Cool. I heard sometimes when the tunnels get infested, she feeds them to the mantic weeds. Pretty gruesome way to go. Oh, das ist in Ordnung. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Bits haben sich auf jeden Fall gelohnt. Das passt.